Am nächsten Morgen genießen wir zunächst einmal den Blick aus dem Hotelfenster, bevor wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel machen, dem über 1000 Meter höher gelegenen Bolavén-Plateau. Neben Kaffee- und Teeplantagen interessieren uns hier vor allem die spektakulären Wasserfälle That Van und That Yuang. Nachdem wir die Stadt verlassen haben, gewinnt die gut ausgebaute Straße beständig an Höhe. In dem milden Höhenklima gedeihen Pflanzen aller Art prächtigst. Berühmt ist die Gegend vor allem für ihre Teeplantagen, wo die besonders hochwertigen grünen oder weißen Sorten in einem aufwendigen Verarbeitungsprozess hergestellt werden. Weit über die Grenzen von Laos bekannt ist auch der Kaffee, der hier in besonders guter Qualität gedeiht. Auch Pfefferpflanzen gehören zu den Hauptanbauprodukten. Nun nähern wir uns bereits der Oberfläche des weiten Plateaus, von dem sich die That Van Wasserfälle in die Tiefe stürzen. Bereits der Zugang zu dem Naturschauspiel gestaltet sich vielversprechend. Nun ist es soweit. Über 120 Meter stürzen sich die eindrucksvollen Zwillingswasserfälle in ein enges Trogtal hinab. Über eine Schotterstraße geht es danach weiter zum nächsten Naturschauspiel, dem nur wenige Kilometer östlich gelegenen That Yuang Wasserfall, der ebenfalls mit einem fantasievoll gestalteten Zugang aufwartet. Schon vor Erreichen des eigentlichen Wasserfalls erleben wir eine Überraschung. Wir blicken auf eine almartige Hochfläche, welche durchaus Erinnerungen an heimische Bergregionen weckt. Nun blicken wir erstmals auf die Abbruchkante, an der sich das munter strömende Wasser seinen Weg in die Tiefe bahnt. Um freie Sicht auf den Wasserfall zu erhalten, ist jedoch zunächst ein steiler Abstieg in tiefere Regionen vonnöten. Neugierig lugen wir durch den Vegetationsvorhang, bevor sich wenig später eine erste eindrucksvolle Aussicht eröffnet. Will man den Weg bis zum finalen Aussichtspunkt fortsetzen, sollte man zumindest nicht wasserscheu sein. Danach kraxeln wir wieder zum Ausgangspunkt hoch und freuen uns über letzte Ausblicke auf das wundervolle Szenario. Unsere Rundfahrt durch das Bolavén-Plateau setzt sich nun bis zu einer willkommenen Rast im Sinuk Coffee Resort fort. Nächste Station sind anschließend die That Lo Wasserfälle. Danach verlassen wir die Höhenlagen und kehren zu unserem Ausgangspunkt nach Pak Se zurück. Während der Fahrt durch die Hochebene faszinieren uns vor allem die überall am Straßenrand gedeihenden kleinen Sonnenblumen.
Nun haben wir das Sinuk Coffee Resort erreicht, das sich nicht nur für eine willkommene Kaffeepause anbietet, sondern vor allem zu einem Rundgang durch die wundervoll gestalteten Gartenanlagen reizt. Auch auf dem weiteren Weg durch die Hochfläche ergibt sich immer wieder die Möglichkeit, etwas Lokalkolorit in uns aufzunehmen. Nun nähern wir uns der letzten Besichtigungsstation des Tages, den Wasserfällen von That Lo. Angesichts der beträchtlichen Wassermengen freuen wir uns auch hier über unseren Reisezeitpunkt kurz nach Ende der Regenzeit. Mit einem letzten Blick auf das friedlich abfließende Wasser beenden wir nun unsere Rundfahrt und kehren im Schein der tiefliegenden Abendsonne zum Hotel zurück. Eine köstliche asiatische Mahlzeit auf der Dachterrasse rundet einen gelungenen Tag ab.